für ein unheimliches Geräusch? Hier ruft die größte Katzenart Europas, der Luchs. Die Raubkatze mit Pinselohren und scharfen Augen kennt man heute nur noch aus dem Zoo. Denn in Mitteleuropa wurde der Luchs als Viehräuber selbst zum Gejagten, bis der letzte in Hessen vor fast 200 Jahren erschossen wurde. In Zukunft könnte man Luchse wieder öfter rufen hören. Das hoffen jedenfalls Naturschützer wie Petra Walter. Die Försterin im nordhessischen Revier Reinhardshagen engagiert sich als Luchsbeauftragte und im Arbeitskreis Hessen-Luchs. Seit Jahren sammelt sie Luchsbeobachtungen. Früher war das so, wenn die gemeldet haben und haben gesagt, ich habe einen Luchs gesehen, dann dachte man, naja, wer weiß, was der gesehen hat. Ne? Aber mittlerweile wissen wir, dass hier tatsächlich Luchse sind, dass die auch reproduzieren sogar, zu unserer großen Freude. Sichtungen haben gezeigt, eine ganze Luchsfamilie ist irgendwo hier im Reinhardswald unterwegs. Niemand weiß allerdings genau, wo die gerade steckt. Petra Walter hofft, mit 4 Fotofallen in ihrem Revier Bilder von den Luchsen einzufangen. Die Ausbeute der letzten Tage war aber mal wieder enttäuschend. Leider kein Luchs. Schade. Ob die Tiere ausgerechnet hier vorbeikommen, da spielt auch der Zufall eine Rolle, denn das Gebiet ist riesig. Gott sei Dank haben die Menschen heute alle ein Smartphone in der Tasche und das ist ein großes Glück für uns. Also wir haben gesehen in Foto und Bild, da war abgebildet die Luchsin mit den 4 Jungen. Ein Autofahrer hat sie in der Nähe zufällig an einer Straße beobachtet und gefilmt. Ein seltenes Zeugnis. Doch welche Bedeutung hat die imposante Katze überhaupt in unseren Wäldern? Als großer Beutegreifer fängt sie vor allem die schwachen und kranken Tiere im Revier, ob Rehe, Hasen oder andere Waldbewohner. Damit spielt sie eine wichtige Rolle im Ökosystem. Auch deshalb werden seit den 70er Jahren wieder Luchse ausgewildert, so wie hier 2023 im Schwarzwald. Die meisten Tiere sind Nachzuchten aus Tierparks und Zoos, manche auch Wildfänge aus dem Osten Europas. Inzwischen zählt man 3 Luchspopulationen in Deutschland. Die größte erstreckt sich vom Harz bis an die Weser und nach Nordhessen. Eine weitere befindet sich in Ostbayern. Eine 3. Population lebt im Pfälzerwald, wo seit 2016 Luchse ausgewildert werden. Und immer mal wieder werden einzelne Tiere auch in anderen Regionen beobachtet. Ungefähr 190 Luchse leben inzwischen wieder in deutschen Wäldern. Im Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie führt Susanne Jockisch Buch über alle Sichtungen und Nachweise in Hessen. Da wurden im vergangenen Monitoringjahr insgesamt 76 Hinweise ausgewertet, von denen tatsächlich 51 wirkliche Luchsnachweise waren. Das sind immer wieder dieselben Individuen in der Regel. Und also wir unterscheiden anhand der Fleckenmuster, die Luchse ja sehr individuell aufweisen. Und daraus schließen wir jetzt, dass wir in Nordosthessen mindestens 4 verschiedene Individuen haben. Immer wieder taucht auch die Luchsmutter auf. Da Hessen aber nicht selbst auswildert, müssen sie und ihre Artgenossen aus benachbarten Bundesländern gekommen sein. Aber was ist der Luchs für ein Tier? Noch ein Jäger wie der Wolf, der vielen Angst einflößt, oder eher ein unauffälliger Nachbar? Luchse sind Einzelgänger, jetzt im Gegensatz zum Beispiel zu Wölfen, treffen sich also zur Paarungszeit. Die Mutter führt zwar die Jungen, aber ansonsten gehen Luchse auch in der Regel alleine auf die Jagd. Ihre Hauptbeute besteht aus Rehwild und es sind scheue Wildtiere. Von den Luchsen geht keine Gefahr für den Menschen aus. Auch Weidetiere greifen sie fast nie an. Ob sie in Zukunft Fuß fassen können, ungewiss. Straßenverkehr ist eine große Gefahr, aber gerade in Hessen ist es natürlich auch ein großes Problem, dass sich überhaupt 2 Individuen treffen, die unterschiedliches Geschlecht haben, damit wir eben hier auch Reproduktion haben. Luchsreviere sind mit bis zu 400 Quadratkilometern riesig. Die wenigen Tiere, die bisher unterwegs sind, begegnen einander deshalb nur äußerst selten. Damit Luchse eine Zukunft haben, müssen weit mehr Tiere ausgewildert werden als bisher. Deshalb werden ab 2024 auch im Erzgebirge, im Schwarzwald und im Thüringer Wald
weitere Karpatenluchse freigelassen, um die bestehenden Luchsgebiete zu vernetzen. Wir haben das Glück, dass wir eben von Wiederansiedlungsprojekten in Anführungsstrichen umzingelt sind. Aber die Tiere müssen eben erstmal nach Hessen finden. Und da die männlichen Luchse weiterlaufen als die weiblichen, haben wir zwar immer mal wieder diese männlichen Gäste in Hessen, aber an den Weibchen hat es eben jetzt lange Zeit gemangelt. Früher oder später werden aber wohl weitere Luchse über die hessische Grenze einwandern, so wie schon im Reinhardswald. Woher genau die Tiere kommen, wollen der Biologe Markus Paut und die Biologiestudentin Johanna Emmerich von der Uni Göttingen herausfinden. Im Auftrag des HLNUG werden sie das nordhessische Waldgebiet genau beobachten. Östlich der Weser. Wir stehen ja jetzt in diesem Cluster. Und dann wäre es ja eine gute Sache, wenn wir hier noch eine Kamera aufhängen könnten. Ja, das wäre super. Es geht uns auch darum zu sehen, inwiefern es Luchse gibt, die Waldgebiete beiderseits der Weser nutzen. Genau, indem wir die Bilder von Niedersachsen mit den Bildern hier im Reinhardswald vergleichen, können wir dann eben schauen, ob es dieselben Tiere sind oder nicht. Die Biologen hoffen, mit weiteren Fotofallen den Wanderungen der Luchse auf die Spur zu kommen. Hier haben wir jetzt 15 aufgestellt, 15 Standorte. Zusammen mit 20 Kameras auf niedersächsischer Seite steigen die Chancen erheblich, Luchse zu beobachten. Luchstest an der neuen Wildkamera. Die Forschenden wollen herausfinden, kommen Tiere aus Niedersachsen nach Hessen und gehen dann zurück? Oder finden sie in Hessen neue Reviere? Wo halten sich Luchse länger auf? Und wo bringen sie ihre Jungen zur Welt? Vor rund 10 Jahren starben viele ausgewilderte Luchse an einer Infektionskrankheit. Auch in Hessen wurde danach lange kein Tier mehr gesehen. Jeder Nachwuchs ist deshalb wichtig für die Zukunft der Art. Dass auch im Reinhardswald eine Mutter mit Jungtieren beobachtet wurde, macht Hoffnung. Vielleicht wird der Nachwuchs ja in Hessen bleiben. In Petra Walters Revier hat kürzlich wieder ein Jäger einen Luchs gesehen. Jetzt sucht die Försterin nach Losung oder Haaren, die sich genetisch analysieren lassen. So kann man sagen, ob es ein bekanntes Tier war oder eines, das zum ersten Mal hier aufgetaucht ist. Aber Man muss ganz genau wissen, an welcher Stelle hat er sich aufgehalten. sonst bleibt seine Gegenwart wahrscheinlich unentdeckt. Ich glaube, wir haben Pech. Schade, denn Petra Walter freut sich über jede Spur der großen Katze. Ich würde mir wünschen, dass der Luchs in Hessen überall willkommen ist, sich vermehrt und später eine ganz wichtige Rolle der Verbindung zwischen den einzelnen Gebieten in Deutschland herstellen kann. Ob das gelingt und der Luchs trotz Straßen, Krankheiten und Vorbehalten gegen große Raubtiere wirklich Fuß fassen kann, ist ungewiss.